Also Geld lieben lernen, beziehungsweise deine Beziehung zum Geld zu verbessern, ist natürlich Beziehungsarbeit, ja. Deine Beziehungsmuster betreffen alle Beziehungen in deinem Leben. Die spielen sich nicht nur ab in deiner Liebesbeziehung oder in deinen Freundschaften, in der Beziehung zu deinen Eltern oder zu deinen Kindern, sondern die zeigen sich in allen Bereichen, in deiner Beziehung zu allem. Das, was du über dich selbst und über deinen Körper glaubst, wie du dich selbst und deinen Körper siehst, ist genau das Gleiche, wie du Geld siehst, auch wenn es etwas im Außen ist. Die gleichen Dinge, die du an dir selbst bemängelst, an deinem Körper, an der Art und Weise, wie du bist, sind die gleichen Dinge, Muster, ja, Energien, die du auch beim Geld bemängelst oder die du bei deinem Partner oder deiner Partnerin bemängelst, bei deinen Eltern und so weiter. Natürlich auf der symbolischen Ebene und auf der tieferen Ebene die Frequenz, die dahinter steckt, ja, also auch diese Muster, die dahinter stecken, die Verhaltensweisen, die unbewussten, häufig unbewussten Gedanken, die wir haben über die Dinge im Leben, sind in allen Ebenen das Gleiche, weil das die Art und Weise ist, wie wir Beziehung verstehen oder wie wir in Beziehungen leben, ja, also wie wir in Beziehungen uns zum Ausdruck bringen, wie wir uns verhalten, was wir glauben über das jeweils andere und natürlich auch über uns selbst. Die erste Frage, wenn du deine Beziehungen zum Thema Geld oder wenn du deine Beziehung zum Geld verbessern und verändern möchtest, ist natürlich, was genau bedeutet eine erfüllende Beziehung für dich? Und das mal ganz unabhängig auch zu machen vom Geld, sondern grundsätzlich zu sagen, was wäre denn eine erfüllende Beziehung für dich? Eine erfolgreiche Beziehung hat in den wenigsten Fällen zum Beispiel etwas mit Liebe oder auch mit Anziehung zu tun. Die Anziehung passiert automatisch aufgrund der Frequenz, in der wir sind, ja, also aufgrund unserer Herzfrequenz. Wie offen ist unser Herz? In welcher Schwingung sind wir unterwegs? Ja, sind wir in der Depression unterwegs, dann werden uns mehr und mehr Menschen und auch Dinge im Außen natürlich gezeigt, die genau das auch nähren, wenn wir uns nicht in ein anderes Schwingungsfeld begeben, also wo Leute vielleicht mehr zukunftsorientiert sind, wo Leute an den gleichen Themen arbeiten wie wir, dann kommen wir in Konflikt. Ja, also die Schwingung, in der du bist, das ist auch das, was du im Außen dann beginnst wahrzunehmen, wie du die Welt siehst, wie du das Leben siehst, wie du andere Menschen siehst und natürlich auch, wie du Geld siehst. Und jetzt stellt sich als erstes, wie gesagt, die Frage, was bedeutet eine erfüllende Beziehung für dich? Wie müsste diese Beziehung sein, grundsätzlich? Ja, ganz grundsätzlich, wie muss eine Beziehung für dich sein, damit sie sich für dich erfüllend anfühlt? Das ist für jeden etwas anderes. Da können Dinge auftauchen, wie zum Beispiel den anderen zu verstehen. Ja, wenn du den anderen nicht verstehst oder die anderen nicht verstehst, wie soll das eine erfüllende Beziehung werden? Aber natürlich auch verstanden zu werden. Ja, verstanden zu werden von dem anderen oder der anderen, gesehen zu werden, gehört zu werden, akzeptiert zu werden, geliebt zu werden, was sehr wischiwaschi ist. Ja, da nochmal genauer reingucken, was genau bedeutet es denn, geliebt zu werden? Also, woran machst du das fest, dass du geliebt wirst? Vertrauen aufzubauen. Vertrauen könnte vielleicht ein Bestandteil einer Beziehung sein, die für dich erfüllend ist. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine ganze Menge negative, und ich sage das in Anführungsstrichen, negative Eigenschaften, die zu jeder Beziehung dazugehören. Ja, die Angst vor Kontrollverlust gehört zum Beispiel dazu. Verlustangst. Vielleicht auch, insbesondere dann, wenn wir Seelenpartnerschaften eingehen oder wenn wir wirklich dem Herzen folgen, ja, dann gibt es auch dann ist auch der Punkt, die Aufgabe des eigenen Egos und des in den Flow kommen, ja, Hingabe und das Vertrauen in die andere Person, dass sie uns in die richtige Richtung führt. Und das hat auch manchmal mit ganz schönen Schmerzen zu tun. Also auch das gehört zu einer erfüllenden Beziehung dazu. Du wirst sagen, ich will den Schmerz nicht haben und ich will mein Ego nicht aufgeben. Aber das Ding ist, eine Beziehung, die permanent harmonisch ist und in der kein Wachstum stattfindet, die ist unter Umständen schmerzfrei, aber die ist stinklangweilig. Ja, also die wird dich in kürzester Zeit unterfordern in deinen Fähigkeiten und du wirst sagen, nee, okay, also das ist auch, diese Person ist so langweilig, ja, die fordert mich überhaupt nicht, da muss ich mich gar nicht verändern, da muss ich gar nichts lernen, die willst du auch nicht in deinem Leben. Also ich möchte es nicht, du kannst es für dich entscheiden, ja, wenn eine erfüllende Beziehung für dich nebeneinander harmonisch auf dem Sofa sitzend ist, dann ist das auch völlig in Ordnung. Also Beziehung bedeutet auch
immer das eigene Ego aufzugeben. Ob das die Beziehung mit uns selbst ist, ob das die Beziehung zu unserer Gesundheit, zu unserem Körper ist oder auch die Beziehung zu anderen Menschen, aber auch die Beziehung zum Geld. Also, wenn du jemand sein möchtest, der oder die einen anderen Kontostand hat oder einen anderen Umsatz, als das momentan der Fall ist, dann wirst du dein Ego aufgeben müssen und ein neues Ego, eine neue Identität, ein neues Sicherheitsgefühl entwickeln müssen, das einen anderen Kontostand zur Folge hat. Also eine erfüllende Beziehung in diesem Fall zum Thema Geld bedeutet auch dein Ego loszulassen und zu sagen, okay, die Person, die, ich sage jetzt mal, 100.000 im Jahr kreiert hat, kann nicht die gleiche Person sein, wie die 200.000 oder die 500.000 im Jahr kreiert. Das kann einfach nicht die gleiche Person sein. Also wirst du dich verändern müssen. Du wirst das Ego, was du momentan hast, loslassen müssen. Und das tut manchmal weh, ja, weil wir Angst haben vor dem Unbekannten, weil wir uns in Dinge begeben müssen, die wir noch nicht kennen, von denen wir nicht wissen, was die Konsequenz davon ist. Wir haben Angst vor Ablehnung, wir haben Angst vor Misserfolgen, wir haben Angst vor allem Möglichen, ja, also vor allem die inneren Kindanteile in uns, die ja zu unserem Ego beitragen. Die noch nicht erwachsenen Anteile, die haben natürlich Angst vor dem, was da kommen könnte, wenn wir jetzt beginnen, größer zu denken, wenn wir beginnen, uns mehr zu zeigen, wenn wir beginnen, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung auch für diese Beziehung, die wir da haben. Ja, diese Beziehung zum Geld in diesem Fall, also für diese Beziehung, für die du zu 100% verantwortlich bist. Ich finde es immer ganz spannend, wenn Leute sagen, Geld regiert die Welt. Da weiß ich ganz genau, die sind in so einer Opferrolle zum Thema Geld, die verstehen überhaupt nicht, dass sie die Person sind, die in ihrer Welt die Verantwortung zu 100% über das Geld hat. Natürlich habe ich nicht die Verantwortung für jeden Baht, der in Thailand ausgegeben wird oder jeden Dollar, der in den USA über den Tresen geht oder sonst irgendwas. Aber in dem Universum, in dem ich lebe, in meiner Welt, habe ich zu 100% Verantwortung dafür. Ich habe zu 100% Verantwortung für die Beziehung, die ich zum Geld habe und wie sich Geld in meinem Leben verhält. Ja, also Menschen sagen, ja, wie kannst du sagen, du hast Verantwortung, da kommt eine Stromrechnung, kommt dies und jenes. Ich habe Verantwortung, diese Beziehung zu gestalten. Natürlich. Und ich will die Beziehung so gestalten, dass mein Leben angenehm ist und dass ich entspannt bin, dass mein Nervensystem ruhig ist und dass ich mehr als genug von dem habe, was ich in meinem Leben brauche. Das ist eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Die hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was sonst in der Welt noch passiert, sondern das ist eine Verantwortung, die ich für mich übernehme, die du für dich übernehmen kannst in deinem Leben. Also was bedeutet für dich eine erfüllende Beziehung mit Geld? Wie würde die aussehen? Geh in dein erwachsenes Ich und sag, pass auf, dann hätte ich so und so viel auf dem Konto, dann hätte ich ein Depot, was so und so aussieht, dann hätte ich dies, dann hätte ich immer mehr als genug, dann und so weiter und so fort. Und dann fängst du an, das zu kreieren. Die Ideen dafür, die werden schon kommen, okay? Also, was bedeutet eine erfüllende Beziehung zum Geld für dich? Schreib das in allen Details auf. Okay, in allen Details. Wie soll das Geld sich verhalten? Das kommt immer regelmäßig, das kommt immer in einer bestimmten Höhe, das wird von mir kontrolliert, wo das hingeht und ich verwalte das und so weiter und so fort. Ja, also wie sieht diese erfüllende Beziehung für dich aus? Und bei dieser Frage stellt sich natürlich auch die Frage, unter welchen Umständen ist eine Beziehung mit dir überhaupt möglich? Wenn du Single bist zum Beispiel und du suchst vielleicht schon seit Jahren eine Partnerin oder einen Partner, dann wirst du in den letzten Jahren einige Erfahrungen gemacht haben, was für dich funktioniert und was für dich nicht funktioniert. Du gehst vielleicht daten, du lernst Leute kennen und sagst, das geht für mich nicht, das geht für mich nicht, das geht für mich nicht, das geht für mich nicht. Und es sind natürlich alles Muster und Grenzen, die du hast und in denen du dich selber natürlich immer mehr kennenlernst, ja. Soweit du das heute weißt, unter welchen Umständen ist eine Beziehung mit dir überhaupt möglich? Ja, also was gehört dazu? Und wenn da drin Dinge drinstehen wie Offenheit und Ehrlichkeit und Gesundheit und Wachstum und so weiter und so fort, überleg dir auch,
was das konkret bedeutet. Jemand, der Wachstum in seinem Leben möchte, aber eine Beziehung haben möchte, die keine Schmerzen verursacht, das wird nicht funktionieren. Wachstum ist häufig schmerzhaft. Wachstum hat häufig was mit einem Ego-Tod zu tun. Wachstum hat was damit zu tun, abgelehnt zu werden, ja, und was Neues zu lernen und sich zu erweitern und stabiler zu werden und so weiter. Wenn du eine wachstumsorientierte Beziehung haben willst, aber du wirst keine Tränen vergießen, das wird nicht funktionieren. Also schau, wo sind deine inneren Konflikte? Ja, ich will Wachstum, aber ich will nicht, dass der andere mir wehtut. Das wird nicht funktionieren. Also das funktioniert so nicht. Aber unter welchen Umständen ist eine Beziehung für dich möglich? Ja, also was brauchst du, um in einer Beziehung sein zu können? Ehrlichkeit ist zum Beispiel auch so ein Thema. Ja, viele wollen, dass die Leute ehrlich sind, aber beschummeln sich selber die ganze Zeit. Also schauen weg bei den Dingen, die notwendig wären, in ihrem Leben anzugucken, damit sie den nächsten Schritt machen können. Gut, das ist der nächste Punkt. Unter welchen Umständen ist eine Beziehung mit dir überhaupt möglich? Die dritte Frage, die du dir stellen kannst, ist, wie müsste die Beziehung zum Geld aussehen, damit immer mehr als genug davon da ist? Also wie müsste deine Beziehung zum Geld aussehen, damit immer mehr als genug davon da ist? Geld ist also A, es ist ein Konzept und es ist natürlich auch ein physischer Gegenstand. Das ist im Wesentlichen ein toter Gegenstand, ja, über den du zu 100% Kontrolle hast. Das ist kein Lebewesen wie deine Partnerin oder dein Partner oder deine Kinder, die natürlich auch ein eigenes Leben haben, ja, was da aus sich herauskommt und was da vielleicht auch mal eine andere Meinung hat oder irgendwas. Geld ist ein toter Gegenstand, der zu 100% auf deine Kommandos, und zwar auf die bewussten und auch auf die unbewussten Kommandos hört. Also, wie müsste die Beziehung zum Geld für dich aussehen, damit immer mehr als genug davon da ist? Du kontrollierst es zu 100%, was da genau passiert. Ja, wie müsstest du, welches Verantwortungsniveau in deinem Leben müsstest du übernehmen, um zu sagen, okay, ich habe die volle Kontrolle über das Geld in meinem Leben. Ich entscheide, wie viel jeden Monat reinkommt. Ich entscheide, wie viel jeden Monat rausgeht. Ich entscheide, wie viel ich investiere, wie viel ich spare, wie viel ich spende und so weiter. Also ich bin die Person, die das alles managt, ja, die das auch festlegt. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe ein Jahresziel und es gibt Monate, in denen das nicht so aussieht wie mein Ausgabeverhalten. Daran habe ich mich gewöhnt. Das ist das, wie ich am besten arbeiten kann. Dass es ein Jahresziel gibt, es gibt einen Jahresumsatz und das schwankt monatlich. Und dann gibt es Leute, die brauchen jeden Monat ihre 10.000 oder 15.000 Euro Umsatz. Ja, damit es für die funktioniert, damit die sich sicher fühlen können. Das sind unterschiedliche Beziehungsmodelle. Ja, also für mich kann das fluktuieren und ich will auch mal meine Ruhe haben, ja, wie ich das auch in Partnerschaften oder Freundschaften. Ich brauche meine Zeit, wo ich alleine sein muss und dann ziehe ich mich zurück, dann bin ich alleine. Und dann habe ich wieder Phasen und Zeiten, wo ich super viel und super gern mit anderen zusammen bin, wo ich neue Kontakte knüpfe und so weiter. Und das zeigt sich natürlich bei mir auch in meinen finanziellen Mustern. Und wenn du deine Beziehungsmuster kennst, dann wirst du sehen, dass deine Beziehungsmuster sehr, sehr ähnlich mit dem sind, was auf deinem Konto passiert. Und wenn du das akzeptieren kannst, dann kannst du entsprechend planen und kannst dir dein Leben auch so einrichten, dass das für dich funktioniert. Und du musst dich davon nicht überraschen lassen. Ja, also wenn du weißt, ich brauche Rückzugsphasen, wenn du weißt, ich funktioniere saisonal, ja, also ich will jeden August in Südfrankreich sitzen, dann wird es Teil deines Business werden, dann wird es Teil deiner saisonalen Schwankungen auch im Umsatz werden und so weiter. Und dann schauen wir uns nochmal das Thema Liebe an, ja, Geld. Was bedeutet Geld für dich tatsächlich eigentlich? Ja, was ist es? Für manche ist es Liebe, für manche ist es Freiheit, für manche ist es Frieden, für manche ist es Kreativität, für manche ist es Versorgung, was auch immer Geld für dich bedeutet. Auf diese Energie möchtest du deinen Fokus legen. Ja, weil dann kommt das Geld auch über diesen Weg. Wenn Geld für dich Freiheit bedeutet, dann darfst du der Freiheit folgen. Ja, dann darfst du allem folgen, was für dich Freiheit bedeutet. Und du wirst auf diesem Weg das Geld generieren und das Geld in dein Leben ziehen, was du brauchst, um Freiheit zu haben. Wenn Geld für dich Liebe bedeutet,
Dann ist natürlich die erste Frage, was ist Liebe eigentlich? Ja, was bedeutet das eigentlich? Das ist nicht die Angst, das sind nicht die Schmetterlinge, sondern das ist ein ausgeglichenes Nervensystem, in dem du in Ruhe und entspannt durch dein Leben flowen kannst. Und wenn Geld für dich Liebe bedeutet, dann ist der Fokus auf diesem ausgeglichenen Nervensystem. Das ist der Fokus, den du hast. Heißt nicht, dass du nicht harte Tage hast, heißt nicht, dass du nicht schwierige Zeiten erlebst, heißt nicht, dass du nicht getriggert wirst, sondern es bedeutet natürlich, dass du einfach in deiner Mitte ankommen darfst und dass du dein Nervensystem in Ausgleich bringen darfst. Wenn Geld für dich Frieden bedeutet oder wenn Geld für dich Kreativität bedeutet oder wenn Geld für dich Fürsorge und Versorgung bedeutet, all diese Dinge sind die Energie, der du folgen darfst, damit mehr Geld in dein Leben kommt. Und das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft nicht gelernt haben. Das erfordert am Anfang ein bisschen Mut, diesen Zusammenhang überhaupt zu verstehen. Ja, man hat dir Werte vorgegeben in der Schule und hat dir gesagt, pass auf, wenn du das kannst, das kannst, das kannst, das kannst, dann wirst du Geld verdienen. Man hat dir Werte vorgegeben, die zu diesem Zeitpunkt, als du in der Schule warst, als du in der Ausbildung warst, wichtig gewesen sind in den Augen derer, die dich unterrichtet haben. Wenn du heute rausgehst in die Welt und Geld generieren möchtest, dann musst du deine eigenen Werte festlegen. Dann musst du selber entscheiden, was auf dieser Welt wichtig ist. In deinen Augen. Du bist dein eigener Lehrer, du bist dein eigener Meister, du bist deine eigene Meisterin, deine eigene Lehrerin. Du darfst festlegen, was die Werte sind, die es wichtig sind zu verfolgen, die es wichtig sind, in die Welt getragen zu werden, die es wichtig sind zu unterrichten, damit das Geld auch kommt. Du wirst vom Leben und vom Universum und von deinen Mitmenschen dafür belohnt, dass du deine Werte nach draußen bringst und dass du die zeigst. Also, was bedeutet Geld für dich? Was bedeutet eine erfüllende Beziehung für dich? Wie müsste die Beziehung zum Geld aussehen, damit immer mehr als genug davon da ist? Und die gute Frage, unter welchen Umständen ist eine Beziehung mit dir überhaupt möglich? Was brauchst du dafür? Ja, was brauchst du dafür? Das gibt dir alles Aufschluss darüber, wie Geld in deinem Leben funktioniert und du kannst dann entscheiden, okay, ab jetzt alles anders. Meine Beziehung funktioniert ab jetzt so. Ich mache das jetzt einfach mal anders, weil das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, hat nicht funktioniert. Ja, also beschäftige dich mit diesen Fragen und schau dir an, kreier was Neues, kreier ein neues Ego, das funktioniert aus deinen Werten heraus. Ich wünsche dir viel Erfolg damit. Wenn ich dich dabei unterstützen kann, deinen Umsatz zu steigern, dein Business nach vorne zu bringen, Wachstum in deinem Unternehmen zu generieren, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Unter diesem Video beziehungsweise im Podcast in den Shownotes findest du einen Link zu meiner Website und dort kannst du dir einen kostenlosen Termin für ein Erstgespräch vereinbaren. Ich freue mich mit dir gemeinsam an deinem Business und an deinem Wachstum zu arbeiten. Bis bald. Tschüss.